Hallo, ich bin Robin. Heute schauen wir uns einen Baum an, der schon durch seine Blätter auffällt und noch mehr durch seine Blüten. Das ist der Tulpenbaum, Liriodendron tulipifera. Schon die Blätter sind unverwechselbar, groß, frischgrün und oben fast wie abgeschnitten. Viele sagen, sie erinnern an kleine T-Shirts oder an Katzenköpfe. Wenn man diesen Umriss einmal erkannt hat, sieht man den Baum plötzlich überall wieder. Aber die eigentliche Überraschung sitzt weiter oben in der Krone. Zwischen den Blättern erscheinen im späten Frühling große, zartgelbe Blüten mit einem leuchtend orangefarbenen Band an der Basis. Auf Deutsch und Englisch trägt dieser Baum die Tulpe im Namen Tulpenbaum, Tulip Tree. Im wissenschaftlichen Namen und im Japanischen steckt dagegen die Lilie. Aber für mich sieht diese Blüte noch einmal anders aus. Fast wie eine Lotusblüte, die im grünen Blätterdach schwebt. Von unten ist sie oft schwer zu entdecken. Die Blüten sitzen hoch oben, gut versteckt zwischen den großen Blättern. Manchmal sieht man zuerst nur einen hellen Schimmer im Grün. Und erst beim genaueren Hinsehen erkennt man die einzelne Blüte. Die Bienen finden sie dagegen sofort, denn diese Blüten produzieren erstaunlich viel Nektar. Eine einzige Blüte kann so viel Nektar enthalten wie ein kleiner Löffel Honig. Kein Wunder also, dass der Tulpenbaum für Bienen und andere Insekten ein wahres Paradies ist. Und wenn man darunter steht, merkt man, dieser Baum ist nicht nur schön, er ist auch voller Energie. Der Tulpenbaum stammt ursprünglich aus dem Osten Nordamerikas. Aber wusstet ihr, dass enge Verwandte von ihm zur Zeit der Dinosaurier auch in Europa heimisch waren? Erst in der Eiszeit starben sie hier aus. In seiner heutigen Heimat kann er zu einem mächtigen Waldbaum heranwachsen. Sehr hoch, sehr gerade und erstaunlich schnell. Er wächst oft mit einem langen, geraden Stamm nach oben, als wollte er, ohne Umwege, direkt zum Licht. Genau diese Eigenschaft macht ihn auch als Holzbaum interessant. Sein Holz ist leicht, aber für sein Gewicht erstaunlich stabil. Es lässt sich gut bearbeiten, verzieht sich wenig und wurde deshalb für viele Zwecke genutzt. Für Möbel, Innenausbau, Kisten, überall dort, wo man leichtes, aber stabiles Holz braucht. Sogar in der frühen Luftfahrt spielte dieses Holz eine Rolle. Die Brüder Wright nutzten es für Teile ihrer Flugzeugkonstruktion, weil es leicht war und zugleich genug Festigkeit bot. Für ein Flugzeug, das überhaupt erst fliegen sollte, war genau diese Kombination entscheidend. Aber der Tulpenbaum ist nicht nur ein Baum der Vergangenheit. Er könnte auch für die Zukunft interessant werden. Im Jahr 2024 entdeckten Forschende der Universität Cambridge etwas Überraschendes. Das Holz der Tulpenbaumverwandten passt nicht richtig in die bekannten Kategorien von Hartholz und Weichholz. Es besitzt eine besondere Struktur, die sie Midwood nennen, also etwas dazwischen. Diese Struktur könnte erklären, warum Tulpenbäume besonders effizient Kohlenstoff speichern können. Und genau deshalb schauen Forschende heute mit neuem Interesse auf diesen Baum. Er wirkt elegant und fast exotisch, ist aber ein kräftiger, schnell wachsender Waldbaum. Seine Blüten sehen aus wie kleine Kunstwerke, doch sie sind zugleich wichtige Nektarquellen. Sein Holz ist leicht, aber stark. Und ein Baum, der schon in der frühen Luftfahrt eine Rolle spielte, könnte heute auch für die Klimaforschung interessant sein. Für mich ist der Tulpenbaum deshalb einer der faszinierendsten Stadt- und Parkbäume. Wer ihn einmal kennt, erkennt ihn sofort an den ungewöhnlichen Blättern, an den versteckten Blüten, hoch oben im Grün. Und wenn man weiß, wie viel Geschichte, Biologie und Zukunft in diesem Baum stecken, schaut man ihn ganz anders an. Wenn ihr also im späten Frühling oder Frühsommer unter einem großen Baum mit ungewöhnlich geformten Blättern steht, schaut einmal nach oben.
Vielleicht schwebt dort, gut versteckt im Blätterdach, eine gelbe Blüte mit orangefarbenem Herzen. Das war der Tulpenbaum, Lirioten tulipifera. Abonnieren, falls ihr wiederkommt. Ich warte hier.